Jonas Kaufmann, Tenor aus München, ist auf der ganzen Welt gefragt. Zurzeit probt er in Zürich für eine Neuproduktion der Oper Carmen. Kaufmann spielt den braven Polizisten vom Lande, der aus unerwiderter Liebe zum Mörder wird. Ich habe das wahnsinnig gern, dass es so wie ein Domingo gesungen hat, der ja auch eine wahnsinnig baritonal gefärbte Stimme hat. Jonas Kaufmann hat alles, was man für ein Top-Niveau braucht. Für mich bedeutet der Jonas den Idealfall, den Glücksfall eines klassischen Musikers, weil er einfach alles in sich vereint, was man sich von so einem Musiker wünscht. Er ist total normal, so ein richtig Kumpeltyp auch und eben kein Tenor mit Allüren, so, oh, ich darf nicht singen heute oder so. Es gibt heute ja kaum mehr einen Sänger, und es hat es auch die letzten 50 Jahre kaum gegeben, der mit einer solchen Selbstverständlichkeit von Mozart bis Puccini, Wagner alles singt. Das ist wirklich, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Jonas Kaufmann kam 1969 in München zur Welt. Sein Vater war Jurist, die Mutter Kindergärtnerin. Aktive Musiker gab es nicht in der Familie, doch spielte klassische Musik bei den Kaufmanns eine große Rolle. Ich habe immer gerne Musik gehört und Musik gemacht. Als Kind im Kinderchor gesungen, dann mit 6 Klavierunterricht. Ich habe zu Hause immer nur klassische Musik gehört von meinen Eltern und Großeltern. Wir waren alle begeisterte Konzert-Opernbesucher. Und so bin ich eben auch mit 5 oder 6 Jahren zum ersten Mal in der Oper gewesen, bei Butterfly, und war wahnsinnig fasziniert. Meine Schwester hingegen hat gesagt, mein Gott, dass du das gut fandst. Ich habe immer nur gesehen, diese Frau, die war so fett und die hat geschwitzt und da lief die ganze Zeit die Schminke runter und ich konnte überhaupt nichts anderes mehr sehen. Aber ich habe damals einfach Feuer gefangen. Ich habe immer gesungen dann und fand das ganz toll. Meine Mutter erzählt mir, ich bin nach Hause gekommen und gesagt, ich will jetzt Opernsänger werden. Ich kann mich an diese Sachen nicht erinnern. Es war natürlich auch nicht ernst gemeint. Andere wollen Pilot oder Lokomotivführer werden und wären es auch nicht. Ich habe nach dem Abitur angefangen, Mathematik zu studieren und habe dann das Singen nie aufgegeben, habe dann aber festgestellt, diese Schreibtischtäter, die sind irgendwie liegen mir nicht im Blut. Und darum habe ich dann gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal und studiere an der Hochschule und wir sehen einfach mal, was dabei rauskommt. München 1994. An der Hochschule für Musik zeigt Kaufmann beachtliches Talent.
3 Monate später tritt er sein erstes Opernengagement an, am Staatstheater Saarbrücken. Doch aller Anfang ist schwer. Ich war ab 93 in Saarbrücken und der Jonas Kaufmann ist 94 dazugekommen. Der war damals noch so ein richtiger Spieltenor, würde ich sagen. Da war Carmen, da habe ich Carmen gesungen und da sang er eben Remendado. Und der Jonas war damals so ein bisschen unsicher noch mit der Stimme. Der wusste nicht so genau, wohin geht's. Ich meine, der war Mitte 20. Harte Lehrjahre, ein ständiges Auf und Ab. Gute Phasen wie hier beim Liebestrank, aber auch Momente der Verzweiflung. Ich war wirklich in einer Phase, dass ich ganz klar an Aufgeben gedacht habe. Ich habe mir gesagt, wenn das dieser Beruf ist, wenn man mit diesem Stress, mit diesem potenziellen Gefahr, dass man am Abend auf der Bühne steht, die Leute schauen einen an und man hat keine Stimme mehr. Wenn man damit jeden Abend auf die Bühne soll, dann mache ich was anderes, weil das tue ich mir nicht an. Kaufmann sucht Rat bei verschiedenen Lehrern. Sie alle sagen ihm dasselbe. Er muss lernen, mit dem ganzen Körper zu singen. Ich hatte einen Lehrer, bei dem ich Kurse gemacht habe, den Josef Metternich. Der hat schon das Ähnliche versucht. Der hat damals in meiner ersten Gesangsstunde gesagt, hör mal Jungchen, ich werde das Tier in dir wecken. Und wenn das einmal rausgelassen ist, dann geht das nicht mehr rein in die Kiste. Aber die Übungen, die er dann gebracht hat, die waren eher so mit der Brechstange. Also ich kam immer stockheiser aus der Gesangsstunde, bin da trotzdem lange hingegangen, um das irgendwie zu versuchen. Ja, dann hat er ja auch die Margarete Joswig als Freundin damals kennengelernt in Saarbrücken. Mit der ist er jetzt seit keine Ahnung wie lange verheiratet. Die haben 3 Kinder. Und ich glaube, das hat ihm auch eine Stabilität gegeben, weil die Margarete ist so eine richtig bodenständige aus Mannheim und selber auch eine fantastische Sängerin. Also da hat sie ihn wahrscheinlich auch richtig beraten und wirklich mitgeholfen an seiner Karriere, nehme ich an. Ne? Gemeinsam mit seiner Frau schafft er es, die Krise zu überwinden. Zusammen gehen sie zur Staatsoper Stuttgart. Dort singt Kaufmann unter anderem den Giacchino in Beethovens Fidelio, eine sonst kaum beachtete Nebenfigur. Und er zeigt, dass er das Zeug hat für die große heldische Rolle in dieser Oper, für Florestan. Dich anzusehen, dich anzusehen, dich anzusehen, wie zu dir dienen. Komm, du hast mir so am Schluss versprochen. Und was jetzt passiert ist, also jetzt habe ich hier in Zürich wieder gehört, man hat fast die Ohren weggehauen, also auch und die Persönlichkeit, das ist ein Riesensprung einfach und ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit damals, also ist echt toll, muss man echt Chapeau, Hut ab. Unschuldig, ich linde so ein Feuer in der Luft. Ich sehe wie ein Engel im rosigen Duft, ein Engel sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel Leonoren, der Göttin so gleich, der für mich so Freiheit, ins himmlische Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, der für mich so Freiheit, ins himmlische Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich. Ich glaube, was die Zürcher Oper getan hat, sie hat ihm im entscheidenden Moment große Projekte angeboten und so dazu beigetragen, dass diese Explosion, die in seiner Karriere jetzt stattgefunden hat, möglich geworden ist. Metropolitan Opera, New York, 4. Februar 2006. Wie der Prophet, der im eigenen Land nichts gilt, muss Kaufmann erst die größte Opernbühne der Welt erobern,
bevor er in Deutschland als Spitzensänger anerkannt wird. Für mich ein absolut denkwürdiger Moment. Das ist wirklich keine Frage, das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und so schmalzig das auch letztlich war, aber es hat mich einfach so überrascht. Ich bin hingegangen und mir war eigentlich klar, ich komme und das Publikum hat die Karte gekauft, weil sie wissen, Angela Gheorghiu singt die Traviata. Und ob da ein Jonas Kaufmann oder ein Heinz Müller oder ein wer auch immer den Alfredo singt, war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit egal. In New York aber bin ich nach meiner ersten Aufführung vor den Vorhang getreten und habe einen solchen Applaussturm erlebt. Also das ganze Haus ist aufgesprungen und hat Bravo gebrüllt und also in Standing Ovations mich da gefeiert. Ich war so erschlagen. Ich bin wirklich auf die Knie gesunken, aber wirklich gesunken, weil ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt. Ich war so, ich denke, oh Gott, diese typische blöde Sache meinen die mich, nicht? Weil ich meine, wenn man eben gar nicht damit rechnet. Ich glaube, ich wünsche mich auf dieser Welt, dass jeder Mensch bekommt das, was er eigentlich verdient. Im richtigen Moment, die richtige Chance. Und wenn das große Können da ist, das ist das Wunderbare, was es gibt. Ich freue mich für Jonas Kaufmann. Plötzlich ist man irgendwie viel ernster genommen worden. Man singt kein Deut anders, aber alle sagen, ah ja, so, das ist ja... Also ich weiß nicht, wie man sich das plötzlich verdient hat, nur weil man da ein paar Mal an einem bestimmten Haus gesungen hat. Aber es hat sich ganz deutlich gezeigt, dass man sofort irgendwie in eine andere Liga aufgenommen worden ist. Prag, Sommer 2007. Kaufmann erhält einen Plattenvertrag als Exklusivkünstler und nimmt sein erstes Opernalbum auf. Mit den größten Tenorhits von Rigoletto bis La Bohème. Er singt ja da einige der ganz großen Zugnummern des lyrischen Repertoires. Und gleichzeitig ist eine Dunkelheit, eine endlose Kraft in dieser Stimme, fast wie bei einem Heldentenor. Es ist eine unglaubliche, eine verrückte Mischung eigentlich. Er hat in seiner Stimme einen gewissen Schmelz, der ihn natürlich dafür prädestiniert, auch französisches und italienisches Fach zu singen. Und ich finde es wahnsinnig klug von ihm, dass er sich da nirgendwo festlegen lässt. Kaufmanns großer Trumpf ist seine stimmliche und sprachliche Vielseitigkeit. Für all das, was er singen kann, würde man sonst mindestens 3 Tenöre engagieren. Auch da ist nicht umsonst, gibt es da eine Parallele zu Domingo, der über, ich weiß nicht, 100 verschiedene Partien in allen möglichen Fachbereichen gesungen hat. Seit seinem Debüt an der Met singt Kaufmann mit den größten Stars der Opernszene. Sänger werden immer öfter über ihr Aussehen vermarktet. Soll Kaufmann das männliche Pendant zu Anna Netrebko sein? Überhaupt nicht. Wenn ich ihn auch nur ansatzweise richtig verstehe, wäre das für ihn ein Grund, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Weil er sagt, ich will nicht das Pendant zu irgendwem sein, sondern ich bin Jonas Kaufmann. Solche Dinge lassen sich auch entgegen anderslautenden Gerüchten nicht so ohne weiteres arrangieren.
Man kann nicht nach Marketing-Gesichtspunkten ein Recital programmieren, Gott sei Dank. Schönheit ist nicht alles, aber sie hilft, um über den kleinen Kreis der Klassikliebhaber hinaus bekannt zu werden. Deshalb ist Kaufmann auch für die Presse ein dankbares Thema. Sex sells. Gut aussehende junge Menschen, die gerne Stars wären, die gibt es ja wie Sand am Meer. Und wenn Sie sich anschauen, was der parallel dazu einfach intellektuell zu bieten hat und dann natürlich auch als Musiker, ja, wenn es nur das Aussehen wäre, würde seine Karriere anders verlaufen sein. Um im Klassikbusiness Karriere zu machen, muss man vieles sein. Model und Entertainer genauso wie Musiker und Schauspieler. Vielseitigkeit ist gefragt, Professionalität in allen Lebenslagen. Zum Beispiel auch bei einer Messerstecherei. Hier, sofort. Wenn ich die Bewegung so mache, es heißt nicht Stopp, es heißt... Aber nein, die Musik beginnt fort und wird ein Diminuendo. Aber dann frage ich mich, wie lange bist du hier? Jetzt kommst du und sagst, wir müssen das machen. Ja, also der hat schon jetzt in Carmen hat er schon ein paar Mal gewettert. Aber er kann es sich ja auch leisten. Warum soll er das nicht machen? Ich meine, er ist Protagonist und die Leute wollen ihn. Und natürlich, er muss ja auch schauen, dass er sich gut präsentiert und nicht nur von dem benutzt wird und der braucht noch was von ihm und der auch. Also der muss sich durchsetzen. Eh bien, Carmen? Ich weiß. Ja, es hieß, es wird jetzt geklärt. Jonas Kaufmann ist jetzt ein Star. Hat der Ruhm sein Verhalten verändert? Wenn man zum Star wird, da gehören immer zwei Seiten dazu. Da gehört eben man selber dazu und da gehört eben die Öffentlichkeit, die Medien. Und deswegen habe ich vorhin auch gemeint, er kann nicht ganz frei davon sein, denke ich mal, dass ihn das gar nicht auch ein bisschen verändern würde oder zumindest nicht, also ganz sicher wird es ihn tangieren. Und man merkt schon, dass Dirigenten, Kollegen anders mit ihm umgehen als früher, das ist klar. Abstecher nach Schwarzenberg. Das Dorf in Vorarlberg, nicht weit vom Bodensee, ist für Klassikfans eine Top-Adresse. Hier findet jedes Jahr die Schubertiade statt, das Festival für Liedgesang. Jonas Kaufmann gibt seinen ersten Liederabend. Sein Partner am Klavier ist Helmut Deutsch. Liedgesang ist, denke ich, doch irgendwie die Königsklasse des Singens. Ich sage immer, Liederabend bedeutet für mich die Poesie des Augenblicks. Also das Musikmachen im eigentlichen Sinne. Nämlich nicht das Ton für Ton herunterbeten, sondern diese schwarzen Knödel auf dem Papier zu Kunst zu machen, also dem Leben einzuhauchen. Und zwar ein Leben, das eine Spannung hat, dass das Publikum gar nicht mehr merkt, dass es sich hier um eine Kunstform im künstlichen Sinne handelt. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die meines Erachtens dafür sprechen, dass es keine andere Gattung des
Singens gibt, die so vielschichtig und so anspruchsvoll sind wie das Liedsingen. Meiner Meinung nach. Die kommen mit dem Lauf halt immer später und später, ne? So von Jahr zu Jahr. Ja, genau. Eine gewachsene Beziehung. Einst waren sie Lehrer und Schüler, jetzt sind sie Partner. Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch mussten ihr Verhältnis neu definieren. Und beim Jonas gab es da überhaupt nie ein Problem. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich mit ihm quasi befreundet war. Auch wie er Student war, haben wir uns auch privat getroffen und sehr viel Spaß miteinander gehabt. Und ich habe ihn einfach als Mensch sehr gern gehabt. Und deswegen war das die erste quasi Wiederbegegnung, wo er ein professioneller Sänger war und nicht mehr mein Student. War für mich ein bisschen lustig, weil er in einer für mich vollkommen unerwarteten Weise gesagt hat, wenn ich dir was sagen darf und dürfte ich da fragen, könnte man, wie ich mal gesagt habe, also nach wenigen Minuten, jetzt hör doch auf mit diesen Höflichkeiten. So, also jetzt. Das Publikum hat sich ein paar Stunden Zeit genommen, um mir zuzuhören. Jetzt muss ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen, um Ihnen zuzuhören, weil die haben natürlich auch was zu sagen. Und egal, was es ist, aber zumindest drängt es sie offensichtlich dazu, mir das mitteilen zu müssen, sonst würden sie sich nicht 20 Minuten oder manchmal noch viel, viel länger, wenn man noch irgendwelche offiziellen Termine hat, dann sitzen die armen Menschen da manchmal eine Stunde in der Kälte und warten, dass man endlich rauskommt, damit sie mir einmal die Hand schütteln können und mir sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und wenn ich dann vorbeigehe und sage, nee, also jetzt habe ich wirklich keine Zeit mehr, das würde ich nie übers Herz bringen. Bei einem attraktiven und charismatischen Sänger wie Kaufmann bleibt es natürlich nicht aus, dass sich der eine oder andere Zuschauer in ihn verliebt. Es gibt den Jonas Kaufmann, der auf der Bühne steht und eigentlich nicht Jonas Kaufmann ist, sondern die Rolle XY verkörpert. Und dann gibt es den anderen, der, sobald der Vorhang gefallen ist, sich von den Kollegen verabschiedet, sich die Maske vom Gesicht reißt sozusagen und als völlig normaler, hoffentlich normaler Mensch wieder nach Hause gehen möchte. Und dann passiert es natürlich, dass Leute dastehen und immer noch den anderen sehen und das Gefühl haben, das ist doch genau der Mensch, das ist doch der Typ, den ich heute gesehen habe. Und im Extremfall sich eben genau in diesen Charakter verlieben und sich wundern, dass der im Privatleben vielleicht gar nicht der gleiche schwere Nöter ist, den er da gerade auf der Bühne dargestellt hat. Er ist wirklich ein sehr intelligenter Mensch. Er war einfach clever genug, sich Zeit zu lassen, Ruhe auch in seinem Leben zu haben. Er hat ja auch eine sehr starke innere Ruhe, das merkt man, so lustig wie er ist und burschikos manchmal und so. Aber man merkt, dass das schon ein Mensch ist, der in sich selber ruht und der einfach Freude hat an dem, was er tut. Der weiß genau alles über die Rolle, was er präsentieren soll. Und ich staune immer, er ist auch für einen Tenor, jetzt, dass wir ein bisschen lustig erzählen, ein sehr intelligenter Tenor. Ich finde, dass der Jonas ein Sänger ist, der sehr, sehr viel nachdenkt über das, was er singt. Also auch, man könnte sagen, ein intellektueller Sänger ist, der es nur versteht, das nicht hervorzukehren, so dass man eigentlich den Eindruck bekommt, er singt wirklich aus dem Bauch heraus. Das stimmt aber natürlich überhaupt nicht. Das ist eben nicht so, dass man da versucht, alles irgendwie zu verkünsteln, sondern einfach genauso frei von der Leber weg, aus der Seele heraus zu singen und nicht irgendwie aus dem Kopf heraus am Reißbrett überlegen, wie lang muss ich jetzt das Crescendo machen, um das möglichst perfekt zu gestalten, sondern viel, viel wichtiger ist das Herz und der Inhalt.
totale Identifikation mit der Rolle. Kann man auf der Bühne all das ausleben, was in der Realität nicht möglich ist? Also ich finde schon, dass man das in Richtung bezahlte Psychotherapie bezeichnen kann, weil man ja die Möglichkeit hat, die verschiedensten Fantasien im positiven und im negativen Sinne, also die dunklen und bösen, aber auch die guten Seiten ausleben zu können. Man darf sich wirklich in eine Rolle hineinsteigern, natürlich nicht Kontrolle verlierend, also sonst würde ich die Carmen in der letzten Szene verletzen, wenn ich so zustechen würde, selbst wenn das Messer nicht echt ist, wie ich es im Affekt machen würde, das ist ja klar. Aber bis zu einem gewissen Punkt spielt man ja letztlich einen gescheiterten, verzweifelten, von allen Verstoßenen, der dann eben zum Mörder wird. Salì de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi, pour que tu connais infâme, entre ses bras rire de moi. Also Psychotherapie übrigens sage ich ja deshalb, ich sage nicht, dass ich die nötig habe. Ich will nur so sagen, also wer das braucht, wer sozusagen innerlich immer das Gefühl hätte, ich möchte immer schon mal eine Frau schlagen, soll er das bitte nicht zu Hause tun, sondern soll mal irgendeine fiese Rolle auf der Bühne machen, dann ist das Thema wieder erledigt. So meinte ich das, nicht? Also nicht, dass wir uns ja falsch verstehen.